Wirf einen Blick in das Innere eines beliebigen elektronischen Geräts, ganz gleich, ob es sich um ein historisches Röhrenradio oder einen hochmodernen Laptop handelt. Du wirst unweigerlich immer dasselbe vertraute Bild vorfinden. Ein endloses Meer aus einem tiefen, satten Waldgrün. Wir haben diesen Anblick so oft verinnerlicht, dass die Farbe Grün in unserer modernen Gesellschaft zum universellen optischen Symbol für Technologie an sich geworden ist. Denk nur an den herabfallenden Code aus dem Film Matrix oder an das unverkennbare Leuchten früher Computermonitore in den 80er Jahren. Aber während diese frühen Bildschirme aufgrund des spezifischen Phosphors in ihren Röhren grün leuchteten, verbirgt sich hinter der Farbe unserer Leiterplatten eine weitaus komplexere und faszinierendere Geschichte. Tatsächlich sind die Platinen selbst von Natur aus beileibe nicht grün. Wenn man die oberste glänzende Schicht gewaltsam abkratzen würde, käme ein raues Material zum Vorschein, das optisch eher an helles Holz oder an braunes Karamell erinnert. Warum also hat sich die gesamte weltweite Technologiebranche ausgerechnet auf diesen einen spezifischen Farbton geeinigt? Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, wie unsere uralte evolutionäre Biologie und die strengen militärischen Geheimnisse des Kalten Krieges die Farbe unserer modernen Elektronik diktierten. Wir klären, warum chemische Unfälle in den Fabriken die Ingenieure zur Verzweiflung trieben und warum ein schlichter grüner Lack bis heute das unangefochtene Fundament unserer digitalen Welt darstellt. Wenn du die verborgene Geschichte und die physikalischen Gesetze hinter den unscheinbarsten Dingen unseres Alltags verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Bevor wir das Mysterium der Farbe entschlüsseln können, müssen wir die grundlegende Architektur dieser elektronischen Sandwich-Konstruktion verstehen. In den allerersten Tagen der Elektronik gab es schlichtweg keine flachen Platinen. Ingenieure mussten jedes einzelne Bauteil mühsam mit unzähligen frei fliegenden Kabeln per Hand verlöten, was man als fehleranfällige Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung bezeichnete. Eine moderne Leiterplatte hingegen, in der Industrie als PCB bekannt, beginnt ihr Leben als ein unscheinbares Basismaterial, das meist aus robustem Phenolpapier oder Glasfasergewebe besteht. Dieses Trägermaterial ist in seinem natürlichen, rohen Zustand meist blassbeige oder dunkelbraun. Um diese leblose Platte in ein funktionierendes Nervensystem zu verwandeln, kleben die Hersteller eine hauchdünne Schicht aus reinem Kupfer auf die gesamte Oberfläche. Anschließend drucken sie ein hochkomplexes Muster auf das Metall und tauchen die gesamte Platte in ein unbarmherziges chemisches Säurebad. Diese ätzende Chemikalie frisst das gesamte, ungeschützte Kupfer gnadenlos weg, bis nur noch eine präzise Landkarte aus feinen Leiterbahnen übrig bleibt, die später den Strom transportieren. In den frühen Jahrzehnten der Computertechnik war dieser grobe Prozess bereits das finale Ende der Produktion. Man hielt eine braune Platte in den Händen, auf der nackte, glänzende Kupferlinien verliefen. Doch als die technologischen Geräte rasant kleiner und die integrierten Schaltkreise immer komplexer wurden, stießen die Ingenieure auf eine unüberwindbare physikalische Mauer. Die mikroskopisch feinen Kupferbahnen waren an der frischen Luft bemerkenswert anfällig und zerbrechlich. Das ungeschützte Metall oxidierte unweigerlich durch die normale Luftfeuchtigkeit und verlor seine lebenswichtige Leitfähigkeit. Noch weitaus verheerender war jedoch der maschinelle Lötprozess in den Fabriken. Beim Auftragen des flüssigen, heißen Metalls bildeten sich oft winzige, unkontrollierte Tropfen, die eine unerwünschte Brücke zwischen zwei eng beieinanderliegenden Kupferbahnen schlugen. Dieser fatale Fehler verursachte sofort einen massiven Kurzschluss, der das gesamte, teure Gerät beim ersten Einschalten unwiderruflich zerstörte. Um diese kostspieligen Katastrophen zu beenden, führten die Hersteller in den späten 1970er Jahren eine revolutionäre, schützende Beschichtung ein. Diese flüssige, chemische Rüstung ist in der Industrie als Lötstopplack bekannt. Es handelt sich dabei um ein spezielles, mit Farbpigmenten versetztes Harz, das unter intensivem ultraviolettem Licht in Sekundenbruchteilen aushärtet. Dieser Lack überzieht die gesamte Platine und lässt gezielt nur jene winzigen Punkte frei, an denen später die elektronischen Bauteile festgelötet werden müssen. Diese geniale Maske erfüllt 3 unerlässliche Aufgaben auf einen einzigen Schlag. Sie verhindert die schleichende Korrosion des Kupfers durch den Sauerstoff in der Luft. Sie schützt die empfindlichen mikroskopischen Leiterbahnen vor mechanischen Kratzern während der rauen Montage. Und sie fungiert als ein unnachgiebiger Damm, der das heiße, flüssige Lot exakt an seinem vorgesehenen Platz hält und fatale Brückenbildungen verhindert. Obwohl man diese chemischen Harze theoretisch in jeder erdenklichen Farbe anmischen kann, blieb Grün der unangefochtene König.
Einige moderne Technologiekonzerne wie Apple nutzen für ihre hochpreisigen Produkte oftmals ein elegantes, mattes Schwarz, während geheime Prototypen in den Laboren meist in einem grellen Rot gefertigt werden, um sie sofort zu erkennen. Dennoch macht das klassische Grün bis zum heutigen Tag die überwältigende Mehrheit aller weltweit produzierten Leiterplatten aus. Der allererste und wichtigste Grund für diese absolute Dominanz verbirgt sich interessanterweise tief in der Anatomie deiner eigenen Augen. Bevor hochauflösende Kameras und fehlerfreie computergestützte Laser die Qualitätskontrolle in den Fabriken übernahmen, lag diese immense Verantwortung bei menschlichen Arbeitern. Jede einzelne fertiggestellte Platine musste stundenlang von einem Menschen mit einer starken Lupe auf mikroskopische Fehler hin untersucht werden. Diese monotone, hochkonzentrierte Arbeit war eine unbarmherzige Belastung für die Augen und führte schnell zu massiver Erschöpfung und gefährlichen Fehlentscheidungen. Die frühen Hersteller experimentierten verzweifelt mit verschiedensten Farbpigmenten, um den optimalen Kontrast für die müden Arbeiter zu finden. Das natürliche, honigbraune Harz bot schlichtweg keinen ausreichenden Kontrast zu den kupfernen Bahnen. Ein roter Lack ließ die Platinen im grellen Fabriklicht wie ein unübersichtliches, rostiges Chaos aussehen. Ein tiefes Blau wiederum schluckte zu viel Licht und machte die Inspektion zu einer düsteren Qual. Aber Grün erwies sich als die perfekte, makellose Mitte, als die unangefochtene Goldilocks-Zone der optischen Wahrnehmung. Aus einer streng evolutionären Perspektive ist das menschliche Auge für das grüne Lichtspektrum mit Abstand am empfindlichsten. Führende Biologen vermuten stark, dass dies ein tief verwurzeltes Überbleibsel unserer frühen primatenhaften Vorfahren ist. Sie mussten in der Lage sein, hunderte verschiedene Schattierungen von Grün blitzschnell zu unterscheiden, um in den dichten, gefährlichen Dschungeln zu überleben und Raubtiere im Laub zu erkennen. Diese uralte biologische Sensibilität ermöglichte es den Fabrikarbeitern im 20. Jahrhundert, winzige Fehler auf einer grünen Platine wesentlich schneller und mit deutlich weniger Augenbelastung zu identifizieren. Die weltweite Dominanz des grünen Lacks wurde schließlich durch die unnachgiebigen Anforderungen des Kalten Krieges endgültig in Stein gemeißelt. Im Jahr 1954 führte das Militär der Vereinigten Staaten umfangreiche wissenschaftliche Studien durch, um die lesbarsten Farbkombinationen für ihre kritischen Ausrüstungsgegenstände zu ermitteln. Die Forscher stellten unmissverständlich fest, dass weißer Text auf einem grünen Hintergrund unter den wechselhaften und oft widrigen Lichtbedingungen eines Gefechtsfeldes am besten zu erfassen war. Da das amerikanische Militär in dieser historischen Epoche der mit Abstand größte und einflussreichste Käufer von hochentwickelter Elektronik war, diktierten sie den Markt. Sie forderten mit Nachdruck, dass alle gelieferten Leiterplatten zwingend diese spezifische grüne Farbe aufweisen mussten. Um ihre komplexen Produktionslinien möglichst simpel und hochprofitabel zu halten, begannen die Hersteller kurzerhand, dieses militärische Spezifikationsgrün auch für all ihre zivilen Kunden zu verwenden. Als viele Jahre später die ersten automatisierten Kamerasysteme für die Inspektion in den Fabriken eintrafen, war die gesamte Industrie bereits untrennbar an diesen Standard gebunden. Dieser historische Vorsprung führte zu einem weiteren, unschlagbaren technischen Vorteil für die grüne Farbe. Ein moderner grüner Lötstopplack ist heute in der Lage, beständige Dämme von winzigen 0,1 mm zwischen zwei Leiterbahnen zu erzeugen. Andere Farben wie Rot, Gelb oder Blau scheitern meist an dieser Präzision und schaffen bestenfalls Dämme von 0,12 mm. Ein schwarzer oder weißer Lack ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung sogar noch weitaus unpräziser in der Verarbeitung. Das liegt beileibe nicht daran, dass grüne Pigmente über magische, chemische Eigenschaften verfügen. Es liegt schlichtweg daran, dass die Industrie jahrzehntelang nahezu ihr gesamtes Geld für Forschung und Entwicklung in die Perfektionierung der grünen Rezeptur steckte. Generationen von Chemieingenieuren verbrachten ihr gesamtes Arbeitsleben damit, die grüne Formel zu optimieren, während alle anderen Farben lediglich ein teures Nischenprodukt blieben. Dass unsere Platinen auch heute noch überwiegend grün sind, ist letztendlich das Resultat einer immensen industriellen Trägheit. Eine laufende, hochprofitable Fabriklinie von Grün auf ein exotisches Blau umzustellen, ist ein massiver logistischer Albtraum. Die Maschinen müssen vollständig gestoppt, die Schläuche mühsam gereinigt und jedes kleinste Atom des alten, grünen Harzes entfernt werden, was zu erheblichen Materialverlusten und teuren Ausfallzeiten führt. Da die fertige Leiterplatte am Ende ohnehin tief im Inneren eines geschlossenen Gehäuses aus Plastik oder Aluminium verschwindet, wo sie niemals ein Kunde zu Gesicht bekommt, scheuen die meisten Unternehmen diesen immensen Aufwand. Die grüne Leiterplatte ist somit kein modischer Zufall,
sondern das perfekte, unausweichliche Zusammentreffen von evolutionärer Biologie, militärischer Geschichte und knallharter chemischer Optimierung. Sie ist ein stummer Zeuge unserer eigenen menschlichen Natur und unserer unerbittlichen Suche nach industrieller Effizienz. Sie erinnert uns eindrucksvoll daran, dass in der kompromisslosen Welt der Ingenieurskunst schlichtweg kein Grund für eine Veränderung besteht, wenn ein System perfekt funktioniert. Selbst dann nicht, wenn dieses System bereits seit den späten 1970er Jahren unverändert geblieben ist.